Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Heute haben wir Thomas Brandt zu Gast, um über Russland zu sprechen. Dabei gehen wir nicht nur auf die aktuelle Lage und Hintergründe ein, sondern wollen auch einmal grundsätzlich über Bedingungen für ausländische Unternehmer in Russland sprechen. Zunächst stellt sich uns Herr Thomas Brandt aber einmal selbst vor und erläutert uns seinen Werdegang. Also ich habe meine Karriere auch bei einer Großkanzlei begonnen, bei Clifford Chance 99 und bin dann für die nach Moskau gegangen als junger, ja nicht Paralegal, aber Associate und war dann bis 2004 bei Clifford. Dann bin ich gewechselt zu Rödl & Partner. Das war aber für mich sehr, sehr gut, weil ich da im Prinzip von Anfang an Managing Partner war für Russland. Es war eine ganz kleine Einheit. Wir waren zu 5 oder 6, 2 Anwälte. Und dann habe ich das in 5 Jahren mit einem anderen Kollegen, Wirtschaftsprüfer André Scholz, bis auf 200 Leute gebracht und knapp 30 Anwälte. Also das war eigentlich eine Top-Erfolgsgeschichte. Wir haben für die noch ein Büro in Kasachstan aufgemacht, in Weißrussland und in St. Petersburg. So, und dann war aber irgendwann so ein bisschen der Spaß vorbei, weil ich gesagt habe, das ist schon letztendlich ein Familienunternehmen, beherrscht von den Wirtschaftsprüfern. Und dann habe ich mich 2009 selbstständig gemacht und die Kanzlei Brandt & Partner gegründet. Also uns gibt es seit knapp 13 Jahren. Wir haben noch eine Buchhaltungsfirma, die KBK Accounting. Da machen wir also komplette Outsourcing für die Mandanten. Wir sind eine Full-Service-Kanzlei, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Immobilienrecht, General Commercial, Litigation und Arbeitsrecht, so ganz kurz zusammengefasst. Und wir beraten im Prinzip zu 100% ausländische Mandanten, ganz selten mal irgendein Russe, der irgendwas im Ausland braucht oder auch Lokalberatung, oder das sind die Ausnahmefälle. Ich bin zwar deutscher Anwalt, gebürtiger Kölner, habe in Bonn studiert, aber praktiziere schon seit 20 Jahren kaum noch deutsches Recht. Und wenn irgendeine Frage zum deutschen Recht kommt, dann geht das an Kollegen in Deutschland, die sich da besser auskennen. Achso, und wir sind also als Kanzlei hier unabhängig. In Moskau sind wir 2 Partner, die Valera Chmielewskaja und ich. Valera ist Juristin und Steuerberaterin. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, leitet das Steuerkomitee. Ich war auch im Vorstand einige Jahre und viele Jahre habe ich das Rechtskomitee geleitet und bin, glaube ich, seit 14 Jahren immer Stellvertreter. Also außer diese 4 Jahre Vorsitzender, mehr kann man nicht sein laut Satzung. So, also wir sind ganz gut verdrahtet in der Business Community, auch international. Also wir sind Mitgliedskanzlei von CBWL Lawyers. Das kennen Sie vielleicht. Also das größte deutschsprachige Kanzleinetzwerk weltweit. So nennen wir uns. Ich glaube, das stimmt sogar. Es ist nicht nur PA, es ist auch wirklich ein tolles Netzwerk. Wir sind aber auch sonst in anderen Netzwerken, also keine Exklusivität. Relativ gut verdrahtet für internationale Geschichten und alle meine Kollegen hier, die Anwälte, sprechen Deutsch und Englisch, kommen alle aus internationalen Kanzleien oder sind schon lange bei mir und verstehen das internationale Geschäft und auch die sozusagen ethischen, berufsrechtlichen Standards und auch die kulturellen Besonderheiten. So, und deswegen, glaube ich, haben wir hier eine ganz gute Nische besetzt bisher. Jetzt ist natürlich eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, ob Sie TheLawyer.com gelesen haben, wie viele internationale Kanzleien sich hier zurückziehen. Aber eigentlich sind wir schon so ganz, ganz gut positioniert und bekannt. Und hier mit unseren 10, 12 Anwälten plus die ganzen Steuerberater, Buchhalter, also insgesamt knapp 30 Leute, sind wir jetzt auch nicht ganz pisselig winzig, aber auch nicht riesig groß. Und Großteil unserer Mandanten ist mittelständisch, aus den verschiedensten Industriebereichen, aber auch Großkonzerne, auch börsennotierte Unternehmen. Jetzt haben wir die letzten 2, 3 Wochen viele Anfragen, auch von neuen Mandanten interessanterweise, zu den Sanktionen, zu Personalmaßnahmen, aber auch laufendes Geschäft natürlich. Ne? Ich stelle mir vor, dass bei Ihnen ja gerade momentan die Telefone heiß laufen müssen. Ja? Also dass sich ja auch bestehende Mandanten sicherlich fragen,
was sollen wir jetzt machen, was passiert mit unseren Assets, was passiert mit unseren Unternehmen, sollen wir schließen, sollen wir weitermachen. Also ich kann mir ja vorstellen, dass es jetzt momentan für Sie relativ hektisch ist. Ist es so? Es geht. Also ich habe schon viel telefoniert und gestern, ersten Tag im Büro, war auch relativ hektisch. Aber es ist erstaunlicherweise jetzt keine Panik da oder so. Also auch bei den Mandanten, die jetzt hier sind. Ne? Gerade die Mittelständler, die lesen natürlich auch alle Zeitungen, aber die sehen auch, wie ist die Realität hier. Es sind schon unterschiedliche Bilder, die da entstehen. Ne? Also das, was man sieht und praktisch hier vor Ort hat und erfährt und das, was man in der Zeitung liest. Ich glaube, das ist eine wichtige Differenzierung. Was sind denn, ich sage zum Beispiel mal so typische Mandanten, die Sie jetzt haben, in welchen Branchen sind die jetzt denn zum Beispiel tätig dort in Russland? Was sind das so für Unternehmen? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Ganz unterschiedlich. Ne? Also ich habe gestern mit jemandem zusammengesessen, das ist ein Chemie-Speziallogistiker und die Informationen über die Sanktionen, die liest er auch selber. Also ich sehe mich jetzt auch nicht so als der Sanktionsinformationskanal. Ne? Da berichten andere, die AHK. Also es geht mir schon um Rechtsberatung dann. Ne? Und dann auch im B2C-Bereich kam vorgestern die Nachricht raus, also EU-Sanktionen erweitert, beziehen sich auch auf so Hightech. Und ich war eben mit dem Mandanten Mittagessen und interessanterweise sagt die Zentrale in Deutschland, wir liefern jetzt nicht mehr wegen der Sanktionen. Aber wenn man die Sanktionen mal genauer liest, also die Zollnomenklaturnummern für die Produkte, da fallen deren Produkte gar nicht drunter. Ne? Und die sagen trotzdem Stopp, beziehungsweise die haben auch schon vor dieser Erweiterung der Sanktionen Stopp gesagt, aus Gründen der öffentlichen Meinung. Ne? Da haben wir viele Mandanten im Anlagen-, Maschinenbau, in der Landwirtschaft, die hatten ein super Ergebnis im letzten Jahr. Die sind auch relativ ruhig. Also die Sanktionen betreffen die nicht. Und die sind schon auch ein bisschen unruhig. Und dann gibt es ja devisenrechtliche Regelungen, die jetzt auf alle treffen, uns auch. Zwangskonvertierung der Eurobeträge, die nach Russland kommen. Ja, aller Beträge, die seit 1. Januar hier ankommen. Aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm. Haben wir halt die Euro, die wir hatten, oder seit Anfang des Jahres bekommen wir umgetauschten Rubel. Wir müssen sowieso Mieten, Gehälter in Rubel zahlen und Strom und Internet. Und davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ne? Ansonsten können wir Rechnungen stellen ins Ausland und auch Geld bekommen. Die meisten Banken sind ja eben nicht vom SWIFT ausgeschlossen. Es sind nur 7 oder 8 Banken. Und dummerweise habe ich mich einen Mandanten, das waren sogar 2 Mandanten. Er sagte, er könnte jetzt nicht mehr zahlen. Und ich, doch, können Sie. Der eine hat es dann geschafft. Und der andere, seine Bank, die führen die Zahlung trotzdem nicht aus. Ja, also schon interessant, ne? Verstoß gegen wahrscheinlich den Bankvertrag. Einfach willkürlich keine Zahlung mehr leisten. So. Mandanten, Automobilzulieferer, da sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Einer unserer Mandanten, die waren eigentlich sehr gut im Geschäft. Also Automobilindustrie ist jetzt relativ tot. Und da gibt es wohl auch interne Diskussionen, sagen hier zumachen oder so. Es gibt ja auch relativ viele, ich sage es jetzt einfach mal so, Hindsköpfe in den Zentralen, die so im vorauseilenden Gehorsam dann alles dicht machen wollen, obwohl es überhaupt gar keinen Grund gibt. Ne? Und der Großteil der Mandantenunternehmen sind aber viel rationaler und das schätze ich sehr. Die gucken ohne auf Moral und Politik zu gucken, wie ist der Markt, können wir Geschäfte machen. Die haben auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern hier, und gegenüber den Menschen. Und die meisten sehen das eigentlich ziemlich rational, aber nicht alle. Ne? Was mich mal interessieren würde, Sie sitzen ja dort im Prinzip im Brennpunkt jetzt sozusagen und auch die deutschen Unternehmer oder die EU-Unternehmen, hat die das wirklich kalt erwischt oder hat man das irgendwie kommen sehen und haben sich da einige schon vorher vorbereitet? Nein, ich glaube, das hat alle kalt erwischt. Wobei kalt erwischt, was ja uns hier auszeichnet, auch die Russen und die Mentalität ist, die sind alle sehr krisenerprobt. Ne? Also die Russen jetzt auch in dieser Situation, die verfallen nicht in Panik. Also seit ich hier bin, seit 1999, wenn man auch die 98er, 99er Rubelkrise, Staatsbankrott mitrechnet, wir haben eigentlich alle 5 Jahre hier irgendeinen Hammer. Und wenn es hier bergab geht, dann sitzen die Russen zu Hause, trinken Tee und fliegen nicht mehr an die Côte d'Azur. Ne? Und das Leben geht auch weiter. Also die haben eine viel größere
Ruhe und psychische Stabilität, würde ich sagen, als die Deutschen, die schon irgendwie in Ohnmacht fallen, wenn es kein Klopapier mehr gibt. Wie muss man das sich jetzt vor Ort vorstellen, zu diese westlichen Sanktionen, wie treffen die den Normalbürger oder treffen die den überhaupt nicht? Ich meine, gut, ich kann mir vorstellen, vielleicht kriegen sie keine US-Dollar mehr aus dem Geldautomat, aber wie hat sich das ausgewirkt auf den Normalbürger in Russland, diese Sanktionen? Also ich war ja die letzten 4 Wochen in der Toskana in meinem Haus und bin erst seit Donnerstagnacht wieder hier und habe mich jetzt in den letzten, wie viele Stunden sind es, 448 Stunden eigentlich nur zwischen Kanzlei, zu Hause und Supermarkt bewegt. Und im Restaurant war ich hier. Ich wohne direkt im Zentrum, fußläufig von der Kanzlei, 15 Minuten vom Roten Platz entfernt. Und hier ist eigentlich alles sehr, sehr ruhig. Die Sonne scheint. Im Supermarkt war ich ganz erstaunt. Die Preise waren fast unverändert. Es war alles da. Im Restaurant waren die Preise auch bisher unverändert oder unmerklich verändert. Also es scheint hier erstmal alles relativ normal, auch bei der Einreise alles normal. Und ich habe aber heute zum Beispiel, war meine Vermieterin da, ich musste ja die Miete zahlen, die kriegte immer ein Bar. Und die sagte, ja, sie hat jetzt mit ihrem Auto irgendein Problem gehabt und es gibt ja jetzt ein Importverbot oder Exportverbot auf Fahrzeuge, Ersatzteile. Und die sagte, ja, sie war jetzt in der Werkstatt, da schlagen sich wohl die Leute die Köpfe ein. Wahnsinnige Schlangen, weil jetzt alle noch irgendwelche Teile und so haben wollen. Also ich glaube schon, dass sich die Sanktionen auswirken. Ich war auch noch nicht jetzt in einer großen Shopping-Mall. Aber was ich gehört habe, auch von Kollegen, Bekannten, da geben die Leute schon richtig Geld aus und kaufen noch das, was noch da ist. Und ja, der hier Leica-Kameras, die so einen Flagship-Store in GUM haben, die machen am Montag zu. Der Kollege sagte mir, ja, es sind schon 70% der Läden, also es sind all die Luxury-Brands, die haben alle zu. Ne? Der Rubel hat unheimlich an Wert verloren, was aber ja innerrussisch, wenn man nur auf Rubelbasis kauft, ja eigentlich egal ist. Da spielt die Inflation eine Rolle und die Preissteigerung. Und die wird so oder so kommen, also wird zu einer Verarmung führen, einer zeitweiligen. Ich glaube, das ist ganz logisch. Was sonst noch passieren wird, mal schauen. Ne? Viele haben auch Angst um ihren Arbeitsplatz. Die meisten ausländischen Unternehmen, die im Moment ihr Geschäft einfrieren, machen das zeitweilig und unter Fortzahlung der Bezüge. Weil das anders zu machen ist durchaus, sage ich mal, auch nicht ohne, weil es Positionen gibt der russischen Regierung, der Behörden, quasi grundlose Einstellungen von Aktivitäten als vorsätzlichen Bankrott zu sehen. Dann gibt es noch den Gesetzesentwurf im Moment, der ist allerdings noch in der öffentlichen Diskussion. Ausländische Unternehmen und ihren Töchtergesellschaften hier unter Fremdverwaltung stellen zu können und enteignen zu können, wenn die nichts machen. Da ist aber erstmal die gute Nachricht, das gilt nur für Unternehmen ab 100 Mitarbeitern oder 1 Milliarde Umsatz. Ja, das heißt, den Großteil der kleineren ausländischen Vertriebsgesellschaften trifft das gar nicht. Größere dann schon, also wenn sie eine Produktion haben oder so, ne, und dann einfach sagen, ja, wir machen jetzt nichts mehr. Und die Diskussion hatte ich mit einem großen Fensterprofilhersteller, der unser Mandant ist, die hier 600 Leute haben in der Produktion, wo die Eigentümerfamilie gesagt hat, so, ja, jetzt Pause, und eigentlich verkaufen die aber im Moment noch sehr gut. Und wenn die ihre Rohstoffe PVC weiterhin bekommen, haben die eigentlich auch keinen Grund aufzuhören. Unser Speziallogistiker, der ist gerade auf Chemie spezialisiert und auch PVC. Und der sagte, ja, wenn die Grundversorgung aus Deutschland, aus Europa nicht mehr steht, liegt es wahrscheinlich schon immer Wege, auch über China an Material zu kommen. So, und die haben dann jetzt entschieden, erstmal nichts zu machen. Das ist auch richtig aus rechtlicher Sicht. Und sich aber sozusagen vorzubehalten, wenn tatsächlich die Lieferwege und die Versorgung gekappt wird, dass sie dann in Betriebsferien gehen oder Arbeitszeitverkürzungen machen. So wie VW das zum Beispiel macht hier. Ne? Die haben ihre Werke mit über 6.000 Mitarbeitern in die Betriebsferien geschickt, aber eben nicht grundlos, sondern weil jetzt zumindest wird es so gesagt, die Versorgung mit Teilen unterbrochen ist. Ne? Also teilweise wegen der logistischen Wege, aber auch teilweise, es wirkt sich ja auch auf die deutschen Produktionsstandorte teilweise aus. Die sind ja auch geschlossen, glaube ich, in Leipzig und Dresden. Die Zulieferteile aus der Ukraine, ne? Irgendwelche Kabelstränge oder so. Aber das ist natürlich jetzt eine interessante Sache, die Sie gerade ansprechen, weil da wird ja momentan auch in Deutschland wahrscheinlich, also das ist da, wo ich das verfolge, und ansonsten europaweit immer diskutiert, wen treffen die Sanktionen letztendlich
härter, Russland oder die Europäer selber? Und Putin hat ja da in seiner letzten Ansprache schon mal seine Meinung zumindest zu dem Thema gesagt. Er hat ja gesagt, der ganze Planet wird letztendlich drunter leiden, unter dem, was da gerade passiert. Aber ich weiß nicht, wie sehen Sie das jetzt? Sie haben jetzt mit einigen deutschen Unternehmen gesprochen und davon sind ja einige welche, die, wie Sie gerade gesagt haben, dort auch in der Zuliefer, zum Beispiel Industrie selber herstellen. Und letztendlich sind wir alle vernetzt. Das heißt, fast jedes Unternehmen wird irgendwelche Teile aus dem Ausland beziehen, meistens auch aus Europa, dann dort vielleicht weiterverarbeiten, wird wiederum auch bestimmte Dinge produzieren dort und vielleicht nach Europa verkaufen. Sie haben ja jetzt gesagt, also es gibt schon einige Dinge zu spüren in Russland. Aber wie sehen Sie das? Sie haben ja da vielleicht auch einen besseren Überblick, mit Sicherheit einen besseren Überblick als ich jetzt. Wie trifft das aus Ihrer Sicht Europa und Deutschland? Also ich bin ja kein Ökonomist, ne? Also es ist auch nur, ich bin Zeitungsleser und aufgeweckter Mitbürger, der auch, weil er aus einer Journalistenfamilie kommt, gern und viel Zeitung liest. Also natürlich ist die Wirtschaft vernetzt, aber also Russland ist natürlich schon schwerpunktmäßig in Industrien tätig oder im Bereich tätig und gerade auch Exporteur, die vielleicht auch für Deutschland nicht so bedeutend sind, ne? Also klar, Öl und Gas, andere Ressourcen, Atomkraft, Militär, bisschen auch IT und so. Aber auch Weizen, ne? Jetzt aber was Hochtechnologie angeht, ist es ja jetzt eher ein Einkaufsmarkt, ne? Und nicht Verkaufsmarkt. Aber dass da Interdependenzen da sind, ist ja ganz klar, ne? Und allein in Deutschland hängen ja auch irgendwie mehrere 100.000 Arbeitsplätze letztendlich an Russland. Also für mich ist ganz klar, dass das für niemanden gut ist. Was passiert, die Sanktionen? Und deswegen muss es ja auch möglichst schnell Frieden geben. Und dann ist die Frage, wie lange bleiben die Sanktionen aufrechterhalten, ne? Also ist es sozusagen wie eine Gefängnisstrafe. Auf Angriffskrieg stehen 10 Jahre Sanktionen oder werden die Sanktionen zurückgedreht, wenn es einen Friedensvertrag gibt zwischen der Ukraine und Russland, weiß keiner, ne? Mit dem Iran geht das ja schon ziemlich lange so, ne? Auf hohem Niveau und dann mal wieder ein bisschen weniger hohem Niveau so. Und ich glaube, das ist nicht gut für Europa, ne? Und vielleicht sogar schlechter für Europa als für Russland, weil also der westliche Block, das sind, keine Ahnung, 1,5 Milliarden Leute. Da sind allein China und Indien mehr, ne? Abgesehen von den arabischen Raum, Afrika, Südamerika. Und das wird auch in der russischen Presse, also gerade im ersten Kanal im Fernsehen, das gucke ich auch manchmal, teilweise ganz interessant, teilweise auch schon ziemlich krass, was da für Talkshows laufen. Also teilweise auch, dass ich dann abschalte. So, und die sagen aber ja, ne? Also der Westen, die paar Mannekes, wir haben viele Freunde noch, international, ne? Also nicht nur Nordkorea und Venezuela. Und also für mich ist Russland ein europäisches Land, europäische Kultur, aber und die meisten, 70% der Einwohner der russischen leben ja auch vor Moral. Das heißt, die wenigsten leben im asiatischen Teil, aber der Großteil der Fläche ist in Asien. Und das ist vielleicht weder europäisch noch asiatisch, weil ich sage, das ist für mich europäisch. Aber deswegen, also mein ukrainischer Kollege, der in Kiew gesessen hat, mit dem habe ich eben noch geschrieben, der wünscht sich natürlich, dass Russland verreckt und zum nächsten Nordkorea wird. Er ist sehr emotional, das kann ich auch verstehen. Er ist mit seiner Familie in die Westukraine geflüchtet und so. Seine Kanzlei ist dicht. Der organisiert im Moment Hilfstransport und so. Dass der nicht sauer und verbittert ist, ist logisch, ne? Aber ich hoffe es erstens nicht, weil ich glaube, das ist schlecht für Gesamteuropa. Das ist vielleicht für die Amerikaner gut, aber für uns nicht. Hierzu versucht Thomas Brandt uns jetzt einmal die russische Sichtweise dieser ganzen Situation sowie die Hintergründe dazu zu beschreiben. Ich habe ihm auch gesagt, es ist natürlich alles scheiße, der Krieg. Und es hätte vermutlich schon einen Weg gegeben, das zu verhindern. Auch wenn mein Blick auf die Dinge ist, das hatten wir auch, da war ich schon gesagt, ne, der Putin hat oft genug gesagt, rote Linie, Ukraine, NATO geht überhaupt nicht. Im Westen hat die keiner ernst genommen. Also ja, lass sie mal reden. Die werden ja schon nicht die Ukraine überfallen, ne? Ohne die Russen richtig zu kennen. Ne? Und das sind halt keine Sonntagsredner, so wie viele im Deutschen Bundestag, die wirklich so viel erzählen, wo man merkt, so, ja, die labern nur, machen aber nichts. So sind die Russen eben nicht. Ne? Und deswegen war auch ein bisschen meine Sorge, jetzt wenn die Sanktionen zu sehr, zu viel und wenn die Russen wirklich in der Ecke stehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie Selbstmörder sind und dann auf den roten Knopf drücken, aber ich habe schon so ein bisschen so ungutes Gefühl, dass er jetzt hört doch mal auf damit. Ne? Also nicht nur
um die Russen nicht komplett zu demütigen, aber auch wegen der eigenen Sicherheit. Ne? Und ich hoffe, das habe ich dem Igor auch gesagt, also wir Deutschen, 2 Weltkriege, Russland zweimal überfallen, die Russen noch von Napoleon und den Schweden überfallen worden. Also wir Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine zweite Chance bekommen, ne? Obwohl wir so unglaubliches Leid über ganz Europa gebracht haben. Ne? Und das würde ich den Russen, der jungen Generation, auch wünschen, ne? Dass jetzt nicht die Russen als Volk, dann auch als Staat für die nächsten 100 Jahre so abgestempelt sind und gebrandmarkt sind und so eine völlige Russophobie herrscht, sondern dass sie auch eine zweite Chance bekommen. Ne? Okay, bei Adolf war es relativ einfach, der war dann weg, weil er sich im Bunker erschossen hat. Das wird Putin nicht machen. Und das ist die Frage. Ne? Ich glaube, das sollte kommen, wird auch irgendwie kommen, hoffe ich. Wobei er auch schon die letzten Jahre, ne, nicht nur nach der Krim-Geschichte und dem Umsturz in der Ukraine, war ja schon so eine gewisse auch Abneigung. Die war davor auch da. Also das habe ich immer, auch die ganzen Jahre davor, war mir das extrem unangenehm, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland einreise aus Russland, irgendeiner Passkontrolle und dann da meine russischen Kollegen oder Geschäftsleute von den deutschen Grenzbeamten so wie der letzte Dreck behandelt werden. Ne? So, wo ist Ihr Rückflugticket? Haben Sie Geld? Wer sind Sie? Das waren dann gestandene Geschäftsleute, reiche Leute, Kulturschaffende, was auch immer. Ne? Das ist so also bei vielen, ja Gott sei Dank nicht bei allen, ne? Aber so im allgemeinen Bild doch so eine gewisse, so ein Urmisstrauen und Abneigung gegen das Russische. Und das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich bin hier sehr willkommen, ich fühle mich hier sehr wohl. Die Russen, also ich spreche natürlich auch die Sprache, ich komme mit den Russen extrem gut aus, die haben einen super Humor. Ich fühle mich hier einfach wohl und werde auch überhaupt nicht schlecht behandelt, im Gegenteil. Ne? Ja. Und ich hatte jetzt so ein bisschen auch das Gefühl, das ist natürlich sehr subjektiv, so nach dem Motto, die wenigen verbliebenen Ausländer werden jetzt noch besser behandelt. Also sind ja auch viele weg. Ich war ja selber ein paar Jahre im Iran. Da ist mir auch aufgefallen, dass unwahrscheinlich viele deutsche Unternehmer, die im Iran tätig sind, und dort sind ja die Sanktionen auch heftig, gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal heftig angezogen wurden. Und trotzdem, die deutschen Unternehmer, die dort geblieben sind, die hängen wirklich mit ihrem Herzen an dem Land, an den Menschen dort, an den Möglichkeiten, Geschäfte zu machen. Wie ist denn das in Russland? Also die deutschen oder europäischen Unternehmer, bleiben wir jetzt vielleicht mal im deutschsprachigen Bereich, wie empfinden die jetzt dort so? Also wie sehr hängen die dort an den Laden? Ja, ich glaube schon, dass sie auch an ihren Aktivitäten hängen. Ne? Weil alles in allem haben die meisten doch sehr gute Erfahrungen hier. Ne? Sowohl mit dem Markt, mit der Rechtsordnung, mit den Mitarbeitern. Klar gibt es auch immer mal negative Stories. Aber das Gros meiner Mandanten, die machen hier super Geschäfte. Der Rechtsrahmen hat sich absolut gut entwickelt. So, und deswegen haben viele hier auch wirklich sich wohlgefühlt und gut gearbeitet. Ne? Und jetzt abgesehen auch von den ganzen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer für die deutsch-russischen Beziehungen. Die sind ja nicht nur wirtschaftlich, ne, sondern die sind auch kulturell und vor allen Dingen zwischenmenschlich. Es gibt die Deutsch-Russen, die jetzt viel in Deutschland sind, aber auch wieder viele zurückgekehrt sind. Es gibt unheimlich viele zwischenstaatliche Ehen. Und deswegen, die Brücken werden nie komplett abbrechen. Ich sehe mich jetzt auch wieder und weiter, habe ich immer schon auch als Brückenbauer. Ne? Jetzt haben wir einen Rückschritt gemacht und ich versuche nach vorne zu blicken. Ne? Aber wie gesagt, also das ist ja jetzt alles noch ganz frisch. Und wie sich die Lage hier entwickelt, auch unsere Kanzlei, schwer zu sagen. Also wir haben eigentlich die letzten Jahre immer genug zu tun gehabt. Und wie es jetzt wird, weiß ich nicht, ob wir vom Rückzug der internationalen Kanzleien profitieren. Glaube ich eher nicht, weil die doch eine andere Mandantenstruktur hatten. Also viele auch russische Staatsunternehmen, Großkonzerne, die im internationalen Geschäft beraten haben, weniger Mittelstand. So, und wir sind ja keine Kandidaten für russische Großkonzerne. Aber mal sehen, ne? Also Ruhe bewahren und abwarten. Und mehr kann man dann auch gar nicht machen. Ne? Also jetzt groß hier irgendwie, wir sind sowieso relativ aktiv, was Veranstaltungen, Vorträge, Newsletter angeht. Und jetzt da so einen Sanktionsticker aufzulegen, damit alle irgendwie von einem lesen, das bringt, glaube ich, auch nichts. Also ich glaube, wir sind weiterhin so fleißig, wie wir bisher waren. Oder vielleicht machen wir auch sogar ein bisschen mehr. Und wir machen ja auch themenspezifisch jetzt ein paar Sachen. Wenn Märkte in Bewegung sind, also Distressed Assets, da wird ja auch dann doch viel verkauft. Auch in Deutschland war ja der M&A-Markt im letzten Jahr oder 19, 20 ist ja gewachsen. Ne? Also wenn Krisen sind, ist auch immer eine gewisse Bewegung drin. Müssen wir abwarten.
Sie hatten das jetzt auch schon in Ihren Darstellungen, sind Sie auch schon zum Teil darauf eingegangen, wenn man jetzt, sagen wir mal, Russland von außen betrachtet hat über die letzten 20, 30 Jahre. Und ich habe selbst relativ viel zu tun gehabt. Ich hatte relativ viele Freelancer im Softwareentwicklungsbereich, eigentlich aus Russland, auch aus anderen osteuropäischen Ländern wie die Ukraine und Weißrussland schon seit letztlich im Jahr 2000. Bin immer noch mit relativ vielen Leuten in Kontakt. Man hatte aber doch eigentlich das Gefühl, dass dort das Land sich eigentlich positiv entwickelt. Natürlich gab es immer Rückschritte, auch international gab es immer wieder mal Spannung, aber so im Großen und Ganzen hat sich das als positive Volkswirtschaft entwickelt und auch gesellschaftlich. Das ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort gewesen oder ist es immer noch. Die Oligarchen waren überall in Europa präsent, vor allen Dingen auch natürlich in Großbritannien und dann an der Côte d'Azur, und eigentlich ging es allen recht gut. Was man, glaube ich, hier sehr schwer versteht, ist, warum eigentlich diese ganze Entwicklung von 30 Jahren oder 40 Jahren aufs Spiel zu setzen und es eigentlich so mit einem Handstreich zu zerstören, indem man jetzt dort die Ukraine angreift. Wo ist da die Rationalität dahinter? Können Sie das erklären? Also ich glaube schon, dass ich es erklären kann. Wenn man sich die letzten 30 Jahre, also Zerfall der Sowjetunion, die Rede Putins im Bundestag, auch die ganzen Protokolle, Gesprächsprotokolle zwischen Gorbatschow und Genscher und wer da alles noch getagt hat, sich ansieht, wo es um die Osterweiterung und Nicht-Osterweiterung ging, die dann doch sich erweitert hat. Russland war lange Jahre schwach, ist aber erstarkt, auch dank Putin, auch dank der Wirtschaft. Und meines Erachtens gibt es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich kann mich erinnern, als ich 99 nach Moskau kam, wie es jetzt ist. Ne? Also Moskau ist eine moderne, weltoffene, pulsierende Stadt, das ist eine tolle Stadt. So, und ich glaube, der Westen hat nicht wirklich gesehen, dass die Hand, die aus dem Osten gereicht wurde, eigentlich nie angenommen wurde von Europa. Die Russen sind da praktisch, standen da vor verschlossenen Türen. Also was jetzt auch der Lavrov, der Außenminister, sagt, ne, und die Sprecherin, das mag vielleicht ein bisschen absurd klingen, aber ich finde es nicht ganz absurd, sondern man kann schon, glaube ich, darüber reflektieren. Die haben gesagt, ja, wir verhindern jetzt mit dieser Aktion eigentlich, dass es später zum viel schlimmeren Krieg kommt. Und zwar eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO. Wenn die Ukraine in der NATO ist und die NATO wirklich an Russland grenzt, dann da irgendwas passiert an der Grenze und dann der Verteidigungsfall eintritt, dann macht's Bums, Bums und fertig ist. Ne? Ich glaube, die wollten einfach die Warnungen, die immer wiederholten Aussagen von Putin, rote Linie, das geht gar nicht. Die Ukraine kann nicht in die NATO. Die Reaktion von Stoltenberg und so, ja, ist ein souveränes Land, müssen die selber entscheiden. Ne? Ich glaube, das war ein Fehler. Die hätten einfach sagen müssen, ja, okay, wir verstehen das. Auch russische Sicherheitsinteressen gibt es. Machen wir euch zum Finnland oder Schweden oder Österreich. Und das wäre es gewesen. Ne? Ich glaube, die haben sich gesagt, nö, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir wollen das nicht, wenn die uns überhaupt nicht zuhören und sich gar nicht bewegen. Dann wird jetzt ein Pflock eingeschlagen. Die Russen sind ja schon auch Schachspieler und Strategen, das größte Land der Erde. Ne? Und dabei, viele denken, du spinnst ja, aber ich sage, das ist kein Aggressorstaat. Wenn man sich die Geschichte anguckt, klar gab es immer auch Kriege und so, ne? Aber jetzt im Vergleich mit Amerika ist das, glaube ich, eine ganz andere Kategorie. Ne? Jetzt nicht nur, wenn man den Verteidigungshaushalt sich anschaut und die Anzahl der Militärbasen weltweit, aber auch ganz aktuell, bei wie viele Wahlen haben sich denn die Russen eingemischt, bei wie vielen die Amerikaner, ne? Wie viele Regierungsumsturzversuche gab es oder Umstürze gab es durch die Amerikaner, wie viel durch die Russen. Ne? So, und ich glaube, die fühlen sich wirklich bedroht vom Westen, von den Amerikanern. Und die sagen auch ganz klar, ja, die Amerikaner haben langfristig die Strategie, Russland zu zerschlagen. Nicht in 10 Jahren, nicht in 50, aber langfristig. Ne? Und so ganz absurd finde ich das nicht, die Vorstellung. Und dagegen stemmen sich die Russen. Die wollen nicht fremdbestimmt sein. Es ist ein großes Land, es ist eine Atommacht. Und die wollen nicht fremdbestimmt sein, die wollen selbstbestimmt sein. Deswegen haben die jetzt einen Pflock eingeschlagen. Und wieso haben sie gesagt, wenn wir jetzt die nächsten 20, 30 Jahre zurückgeworfen werden, ist uns egal. Uns ist das wert. Ja, wir haben jetzt unsere Souveränität verteidigt. Herr Brandt gibt uns jetzt noch etwas mehr Einblick in die Wertvorstellung, Denkweise und Ansichten des russischen Volkes. Die Russen sind ja auch viel leidensfähiger, ne, als der Westen. Ne. Hier spielt ja das Individuum eine ganz andere Rolle, der Wert des Individuums. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Ne. Ich will das gar nicht als gut oder schlecht bewerten. Ne.
Ja. Mein Leben ist mir auch wert. Ne? So, und es war hier sind auch wahnsinnig viele Leute gestorben, ne? Über Monate. Diese 800.000 Tote und bei bei so einer Impfabneigung, Misstrauen auch gegenüber diesem staatlichen Impfstoff und also Masken und so, ne? Immer so auf Halbmast. Also nicht besonders diszipliniert. Und die haben im Prinzip diese Opfer hingenommen. Und die Russen, auch aus ihrer Geschichte heraus, haben einfach eine größere Opferbereitschaft für ihr Land, für sozusagen das Kollektiv, ne, was bei uns ganz anders ist im Bewusstsein. Das ist immer die Freiheit des Einzelnen, der Einzelne und das Leben und einen ganz anderen Abwägungsprozess. Ne? Und ich glaube, der betrifft auch jetzt diese politischen Fragen. Die sagen, dann muss halt die nächste Generation wieder irgendwie Borsch essen. Und kann nicht bei McDonald's essen. Wobei der Burger King Franchise-Nehmer hat ja gesagt, nee, er macht nicht zu. Habe ich gehört, ja. Burger King gibt's noch. Und die sagen, hey, wir denken in ganz anderen Zeitkategorien, also politisch auch. Ne? Es sind die nächsten 30 Jahre wurscht. Wenn wir das jetzt machen, dann wissen alle, don't mess with Russia. Ne? Wenn er uns zu nahe kommt, dann knallt's. Und nicht nur als Rhetorik, sondern als reale Handlung. Ne? Und das unterscheidet auch, glaube ich, die Russen von den Europäern, ne? Weniger von den Amerikanern. Die Europäer, das ist ja reine Rhetorik, die können ja gar nichts machen. Und deswegen sind sie auch so psychisch auf diese Sanktionen fixiert, ne? Weil sie eigentlich hilflos sind. Für mich ist es ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Und die Russen handeln und schlagen Pflöcke ein. Ne? Und deswegen auch diese Aktion, die natürlich extrem traurig und schlimm ist. Und also ich bin schon eigentlich Pazifist und würde mir wünschen, dass das möglichst schnell ein Ende findet. Aber das ist so der psychologische Hintergrund. Ne? Das heißt, die nehmen das in Kauf für quasi ein höheres Ziel, wenn es denn ein höheres Ziel ist. Ne? Erhalt der Staatlichkeit, der Souveränität und der Sicherheit des Landes. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Käse ist, ja, weil sie sagen, ja, was für eine Drohung, denn die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Ja, also warum gibt es die NATO überhaupt noch? Ne? Wenn man das sich historisch anschaut, als Gegengewicht zum Warschauer Pakt, den Osten gab es gar nicht mehr, kann man viel darüber diskutieren. Ich bin jetzt auch kein Politologe oder so. Aber dass die Russen sich bedroht gefühlt haben durch die NATO-Osterweiterung, weniger jetzt durch die EU-Erweiterung, wobei ich mich auch frage, warum muss jetzt Europa jetzt sagen, okay, jetzt Ukraine tritt bei und Georgien auch und so, das ist für mich alles, kann man auch noch warten. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Russen sich wirklich vielleicht nicht bedroht direkt fühlen oder vielleicht schon bedroht fühlen, aber auf jeden Fall, dass das deren Sicherheit beeinträchtigt, diese ganze Thematik. Und das kann ich nachvollziehen. Ne? Deswegen kann ich auch den Schritt nachvollziehen. Wobei ich glaube, man hätte das vielleicht doch auf diplomatischem Wege hinkriegen können oder müssen. Das ist aber schwer zu beurteilen. Da ist ja so viel auch hinter den Kulissen gelaufen, was man gar nicht weiß. Aber ich habe das so verstanden, dass es letztendlich so eine Art Deadlock war. Die Ukrainer nicht wollten, die Russen dann auch nicht wollten. Und dann, als der Zelensky noch anfing, darüber zu reden, wir wollen jetzt Atomwaffen bauen, da haben die Russen gesagt, so jetzt reicht's, ne? Zack. Entmilitarisieren. Mit diesem Entnazifizieren, das ist natürlich irgendwie, das habe ich gar nicht so ganz verstanden, was sie jetzt meinen. Ne? Und das ist relativ viel im russischen Fernsehen auch, ne? Darüber gesprochen. Ne? Auch über diesen Genozid, dass die Russen da in der Ostukraine, und das ist ja auch, wenn man die OECD-Berichte liest, schreibt natürlich keiner drüber. Da gab es ja schon viele Angriffe, ne? Und auch viele tote Zivilisten durch Angriffe der ukrainischen Armee. Schreibt aber am besten natürlich keiner drüber. Wie über so viele andere Sachen auch nicht. Ne? Deswegen freie Presse. So ist die Lage. Und jetzt wir als Wirtschaftsanwälte, wir hoffen natürlich, dass der russische Markt weiterhin doch Ziel für europäische Unternehmen bleibt. Der flächenmäßig größte Staat, der zahlenmäßig, einwohnermäßig größte Staat Europas mit nicht nur Naturressourcen, aber auch Human Resources, ne? Also gerade auch im IT-Bereich, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben auch eine ganze Reihe von Mandanten, die hier Dependancen haben, die IT-Entwicklung machen, aber auch, und hatten wir gerade in den letzten 4-5 Monaten auch 2 Beratungsprojekte, die mit ganz vielen Freelancern hier gearbeitet haben, ne? Und relativ unstrukturiert, auch mit teilweise Risiken, und wir haben dann bei der Umstrukturierung müssen beraten, wie die ihre Zusammenarbeit mit diesen Freelancern rechtlich sicher gestalten können. Das ist ein hochgebildetes Volk, ne? Belesen wie fast kein anderes.
Und ja, ich glaube, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ich bin relativ sicher, the best is yet to come. Ne? Also ich glaube schon an eine große Zukunft Russlands. Jetzt kommt Herr Brandt noch einmal auf die Haltung Europas gegenüber Russland zu sprechen und vor allem auf die Frage, welchen Einfluss der Umgang der EU mit Russland auch auf das russische Handeln hat. Und jetzt diese innenpolitisch, die Entwicklung, ne, Zivilgesellschaft, also ich glaube schon, dass es eine Entwicklung gab und wie es im Westen dargestellt wird, ist auch ein bisschen einseitig, wobei wenn man mit russischen Intellektuellen redet, auch mit den sogenannten Oppositionellen, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und natürlich haben wir hier nicht so eine Freiheit wie im Westen. Der innere Kampf, der hat auch ein bisschen mit den äußeren oder den Versuchen äußerer Einflüsse zu tun. Also wenn man sich das NGO-Gesetz anschaut, ne, Foreign Agents Act, den es ja in Amerika schon seit den 30er Jahren gibt. Und als er dann hier eingeführt wurde, haben alle geschrien, oh, die Russen. Dann habe ich mal ein bisschen, weil ich da auch einen Artikel zu geschrieben habe, recherchiert und dann stieß ich auf diesen Foreign Agents Act, der im Prinzip genau dasselbe regelt. Ne? Also wieder die zwei Maßstäbe. Ne? Wenn die Russen es machen, ist es schlimm. Wenn die Amis es machen, ist ja im Namen des Guten. Ne? Und ich sage mal, der innere Krieg gegen Einflüsse von außen, die versuchen, das russische System zu destabilisieren. Den gab es und den gibt's. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also so wie ich auch das NGO-Gesetz nachvollziehen kann. Dass die eben sagen, ja, wir wollen keine ausländischen Organisationen, die womöglich noch vom Staat oder von der CIA direkt finanziert werden, um hier irgendwie eine Meinung zu organisieren, die eigentlich gar nicht russisch ist. Ne? Aber da könnten wir ja Abende über Abende drüber zusammensitzen. Ich versuche nur, beide Seiten so ein bisschen zu verstehen. Und im Westen ist aus meiner Sicht diese Fähigkeit oder der Wille, die andere Seite zu verstehen, relativ beschränkt. Und das ist, glaube ich, nie gut. Und das wusste auch sogar schon Willy Brandt, ne? Als er irgendwann in den 70er Jahren die Politik der kleinen Schritte und sagte, die Wahrheit hat immer zwei Seiten, ne? So ideenmäßig, ich habe jetzt das Zitat im Kopf. So sieht's aus. Jetzt ist eben wirklich die Frage, wenn jetzt heute ein Mandant zum Herrn Sauerborn kommt und sagt, also Russland, würden Sie jetzt gerade in dieser Situation jemanden empfehlen, lieber erstmal abzuwarten noch oder durchaus jetzt zu sagen, okay, also der ganze Etablierungsprozess, der nimmt eine bestimmte Zeit in Anspruch und dann bis dahin haben wir wieder Ruhe in der Kiste? Oder wie gehen Sie momentan vor, auch mit Unternehmen, die vielleicht, nehmen wir mal an, im Dezember letzten Jahres zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, Herr Brandt, wir haben da was vor in Russland. Was raten Sie jemandem in so einem Umfeld? Wir beraten keine natürlichen Personen, die nach Russland kommen, ne? Oder nur in Ausnahmefällen. Ne? Und ich sehe jetzt auch Russland nicht wie vielleicht England oder Südafrika oder keine Ahnung, Spanien als Land, wo ein Europäer jetzt hingeht, um auszuwandern, ne? Um ein neues Leben zu starten. Das fängt allein schon mit der Sprache an. Ne? Also wenn sie kein Russisch können und hier irgendwie sich ein neues Leben aufbauen wollen und Geschäft machen, das funktioniert ja gar nicht. Also es gibt aber zum Beispiel relativ auch viele Deutsch-Russen, ne? Also die einen russischen Hintergrund haben, die lange in Deutschland gelebt haben und dann jetzt Geschäfte in Russland machen auf Kleinunternehmerniveau. Das sind aber auch nicht unsere Mandanten, ne? Weil wir beraten Wirtschaftsunternehmen, die investieren. Also natürlich ist der Markt groß und interessant, aber das hängt natürlich vom spezifischen Produkt und dem Markt ab, also westliche Technologie, Know-how, Maschinenanlagenbau. Warum sind die so erfolgreich in Russland? Weil hier viel produziert wird und dafür westliche Anlagen, Maschinen und Know-how benötigt werden. Wenn wir jetzt über eine Absatzthematik reden, also B2C, ist natürlich auch riesiges Potenzial. Es gibt ja auch viele landwirtschaftliche Unternehmen etc. pp. Allein 3.600 deutsche Unternehmen hier, aus allen Bereichen. Und die größtenteils die gute Geschäfte des Steuersystems, also Gewinnsteuer 20%, dann gibt es Sonderwirtschaftszonen für produzierende Unternehmen, für IT-Unternehmen wurde jetzt gerade die Gewinnsteuer auf 0 reduziert für die nächsten 3 Jahre. Wenn man hier investiert, einen Spezialinvestitionsvertrag abschließt mit der Regierung, sich dann verpflichtet, bestimmte Mindestinvestitionen zu leisten, Arbeitsplätze zu schaffen. Da hat man zum Teil wirklich tolle Vergünstigungen, ne, die auch richtig Geld dann in die Kasse spülen oder die man nicht ausgeben muss, besser gesagt.
Als Individuum, ich zahle hier oder ich habe hier bis letztes Jahr, es gab nur eine Tax Rate, 13% flat. Ja, also während alle meine Anwaltskollegen, keine Ahnung, 50% zahlen, habe ich hier die letzten Dekaden 13% gezahlt. Ne? Da können Sie sich ausrechnen, was da überbleibt. Jetzt sind seit 1,5 Jahren, haben es erhöht auf 15% für große Gehälter. Also alles, was über 30.000 Euro ist, nach dem alten Kurs. Alles drunter mit 13 weiterhin, alles drüber mit 15. Ne? Also 2% mehr ist immer noch wahnsinnig wenig. Ne? So, das heißt, es ist im Prinzip schon so eine Art Steueroase, kann man fast sagen. Also wie ist denn die Einstellung zu deutschen Produkten eigentlich im Land? Also es gibt jetzt Länder, in denen man deutsche Produkte liebt und auch vorzugsweise kauft. Welche Absatzchancen haben denn deutsche Produkte im Land? Also Made in Germany ist ja absolut auch der Renner. Ne? Also Vertrauen in die Qualität der Produkte. Und es spielt auch im Hinblick auf chinesische Produkte eine große Rolle, also im Industriebereich, weil das ist erstens ein anderes Preissegment. Also eigentlich ja teurer und schwerer zu verkaufen, aber viele Unternehmen sagen, und das höre ich auch immer wieder von meinen Mandanten, die, obwohl ihre Produkte teurer sind als chinesische, besser verkaufen, weil die Deutschen echt gut sind im After-Sales-Bereich. Ne? Also Service, Ersatzteilversorgung etc. pp. Und das machen die Chinesen im Prinzip nicht. Ne? Die schmeißen ihr Produkt über den Zaun und wenn es kaputt ist, sagen sie, ja, kauf doch ein neues. Und das spielt auch eine große Rolle. Deutschland genießt einen guten Ruf für die deutschen Produkte, jetzt aber auch nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass der Ruf jetzt völlig glänzend ist. Es gibt dann auch immer mal wieder schlechte PR und teilweise auch begründet, ne? Weil deutsche Produkte sind auch nicht immer 100%. Ne? Das heißt ja auch. Nein, aber im Grunde genommen sind wir hier willkommen, auch geachtet und unsere Meinung wird gehört und also das wird geschätzt. Ne? Also auch das Know-how, die Ideen, wie macht ihr das? In Europa, und das sehen wir ja auch schon, ne? Die Modernisierung der letzten Jahre, da hat Russland auch teilweise Deutschland, glaube ich, überholt. Ne? Also das Steuerwesen ist deutlich entschlackt worden. Es geht alles online. Also die Russen lernen relativ schnell, ne? Also nicht so schnell wie die Chinesen. Also das deutsche Know-how ist auf jeden Fall gefragt hier. Ne? Nochmal um die Zahlen von der Steuer nochmal ganz kurz festzunageln. Also wir haben keine Gewerbesteuer in Russland. Das ist das, was ich verstanden habe. Es gibt eigentlich nur die körperschaftsähnliche Gewinnsteuer. Und die ist bei 20. Dann habe ich gesehen, gibt es noch Sonderwirtschaftszonen, 15,5%, falls das noch aktuell ist. Oder 0% haben Sie jetzt gesagt für IT. Ist im IT-Bereich alles umfasst? Also wie sieht es denn eigentlich mit Fintech-Unternehmen aus zum Beispiel? So, die Krypto ist ein ganz schwieriges Thema. Also hier gibt es relativ viele auch diese Kryptoschöpfer. Ja, ich bin da kein Spezialist. Und das ist im Moment in der Gesetzgebung auch relativ umkämpft auch. Also Kryptowährungen als solche. Lassen wir die zu, lassen wir die nicht zu? Es gibt zwei Meinungen, die einen sagen, ja, nee, verbieten, die anderen sagen, ja, reguliert, zulassen. Ich glaube, im Moment ist eher die Tendenz, nicht zuzulassen. Und was das Crypto-Mining angeht, da gibt es hier wohl offenbar sehr viele so schwarze Keller, wo Crypto-Mining betrieben wird. Und da gab es, habe ich jetzt einen Artikel gelesen, weil die Tarife für Privatnutzer und industrielle Nutzer sind unterschiedlich. Und da haben wohl viele einfach schwarz privat gemeint und dann den Privattarif gezahlt und sind dann irgendwann von den Stromkonzernen, von den Stromanbietern zur Kasse gebeten worden, weil es eine gewerbliche Tätigkeit war. Ne? Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Ich glaube, das ist im Moment noch so ein Graubereich. Ne? Und ansonsten gibt es, wie gesagt, relativ viele Steuervergünstigungen, auch Vergünstigungen für Kreditaufnahmen für KMU. Es gab im Zusammenhang mit der Pandemie auch eine Absenkung der Sozialabgaben für KMU von 30 auf 15%. Und ja, das sollte man sich immer im Einzelnen anschauen. Ich habe auch viele Mandanten, denen ist das relativ schnuppe. Also die gehen nicht in Sonderwirtschaftszonen und für die ist das gar nicht so interessant. Die machen auch nach dem normalen Modell, also mit den Steuern, die es so gibt, hier gute Geschäfte. Ne? Wie ist denn das jetzt vergleichsweise? Wir hatten jetzt erst vor ein paar Tagen eine Aufnahme und haben uns mal mit der Türkei beschäftigt, auch als einen interessanten Standort für Unternehmen. Ja. Natürlich auch wegen der Verkehrsanbindung, aber dort war unter anderem auch ein Argument die niedrigen Personalkosten. Jetzt haben Sie gesagt, also in Russland gibt es gut ausgebildetes, junges Personal, ist die eine Sache, aber wie wären denn jetzt Lohnkosten zum Beispiel in Russland für ein Unternehmen, was dahin geht und einstellt? Also ich bin kein professioneller Personalberater. Ich glaube aber, dass es nicht falsch ist zu sagen, in Moskau
das Gehaltsniveau relativ hoch. Ne? Auch das Bruttoinlandsprodukt von Moskau ist ja sehr hoch, auch im europäischen Vergleich. So, also Russland ist kein Billiglohnland mehr. Das ändert sich vielleicht jetzt durch den Ruheverfall. Ich glaube es aber langfristig nicht. Das heißt, hier kommt eigentlich keiner mehr hin, nur weil es hier billige Löhne gibt. Oder die gibt es ja auch gar nicht. Ne? Vielleicht billiger als in Deutschland. Aber nach meiner Beobachtung ist das nie ein wirkliches Argument für ein Investitionsprojekt. Ne? Und es nimmt ja auch, glaube ich, im internationalen Vergleich eher ab, ne? Diese Betrachtung, ne? Dass man irgendwo produziert, weil die Lohnkosten niedriger sind. Ne? Also meines Erachtens ist es ein Punkt bei der Investitionsplanung, der in der Kategorie in den letzten Jahren überall eigentlich abgerutscht ist. Ne? Wir wissen jetzt ja, auch zum Beispiel jetzt wieder hier durch die Krise ist es ja wieder offenbar geworden, dass ja Russland auch landwirtschaftlich ein sehr wichtiger Produzent ist für ganz diverse landwirtschaftliche Produkte. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe ja auch in den USA gelebt, lange Zeit in Texas, und da hatte ich mit jemandem zusammengearbeitet, der hat damals, das war 2012, 2013, glaube ich, so 600 Jungkühe, Black Angus Jungkühe nach Russland geschickt, wo jemand dann dort begonnen hatte, so eine Rinderzucht mehr oder weniger aufzubauen. Ja. Haben Sie mal dann, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind? Ja, haben wir. Also das eine ist wie gesagt, eine große deutsche Agrargenossenschaft. Die haben hier Produktion, die wir dann einen Steuerprozess großen führen, aber auch andere Beratungsfragen. Dann haben wir noch einmal, wobei es ist eigentlich kein Mandant mehr, die sind zu selbstständig. Das ist der größte russisch-deutsche Milchproduzent. Und dann im landwirtschaftlichen Bereich, was haben wir denn noch? Also wir haben da noch. Ja, aber Landwirtschaft ist ein riesiges Thema, aber das ist ein bisschen wie, würde ich vergleichen, wie mit der Bauwirtschaft. Ne? Es ist doch eigentlich lokales Geschäft, und die Russen haben da auch dank der europäischen Sanktionen oder der Gegensanktionen, das war ja ein Embargo von Landwirtschaftsprodukten, ne, die Russland gegen die EU verhängt hat, also keine polnischen Äpfel, deutscher Käse und italienische Pasta mehr. Das hat hier der Landwirtschaft einen riesigen Schub gegeben. Früher habe ich hier noch, keine Ahnung, brasilianisches Steak gekauft, japanische Melonen, und jetzt ist das alles vor Ort produziert. Ne? Und das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass sich die unternehmerische Mentalität ein bisschen geändert hat und die Russen angefangen haben, langfristiger zu denken, was Investitionen und Return on Investment angeht. Ne? Und Landwirtschaft ist da ja ein bisschen langsamer. Und da haben die Russen sozusagen ihren eigenen Markt zurückerobert so ein bisschen und sind nicht nur noch Absatzmarkt, sondern wieder Nettoexporteur. Ne? Jetzt gerade, wenn Sie sich die Weizenthematik anschauen, Ukraine, Russland, ich glaube 30% der Weltmarktproduktion. Ne? Also Russland ist seit Jahren wieder Nettoexporteur. Und jetzt ist der Exportstopp für Weizen. Und das kann auch noch erhebliche Auswirkungen haben, ne? Auch gerade auf Afrika. Aber auch in Italien haben sie alle schon geschrien, Brot wird teurer, Pasta wird teurer. Aber Landwirtschaft nach wie vor, glaube ich, immer auch noch ein Bereich, der interessant ist. Wir wissen, glaube ich, auch, dass Russland hier, ich sage mal, einer der Profiteure auch, sage ich jetzt auch vom Klimawandel ist, wenn man es jetzt mal so sagen darf, weil ja viele der Flächen im Osten des Landes, die jetzt momentan noch nicht für Landwirtschaft nutzbar sind, weil es schlicht und ergreifend zu kalt ist, sich erwärmen und in Zukunft dann dort entsprechend eingesetzt werden können. Ja. Und also ist ja ein weiterer Grund, dass man hoffen kann, dass diese Krise sich jetzt relativ schnell hier und relativ schnell zum friedlichen Ende kommt, weil wir haben ja ohnehin schon in vielen Teilen der Welt Lebensmittelknappheit und Versorgungsknappheit, und eben, also mein Verständnis ist, dass Russland ein sehr wichtiger Player ist in dem Bereich, ja, der auch gebraucht wird. Also wenn Sie sich die Kontinentalbewegung anschauen der nächsten 100 Millionen Jahre, muss ich sagen, auf jeden Fall Grundstück in Sibirien kaufen. Weil das ist dann auch da, der Rest ist ziemlich abgeschreckt dann. Ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ne? Aber was den Klimawandel angeht, Permafrost, das ist schon auch eine Gefahr, die von Russland ausgeht, ne? Weil der CO2, der in den Permafrostböden gebunden ist, der dann freigesetzt wird, so wie ich verstanden habe, wenn der Permafrost auftaut, das kann schon auch negative Folgen für das Weltklima haben. Oder hat es, glaube ich, sogar schon. Ne? Und gut, Russland ist schon sehr nach wie vor auf fossile Brennstoffe natürlich orientiert. Auch wenn sie vielleicht in den nächsten Jahren dann weniger Öl und Gas nach Europa verkaufen, ja, dann kaufen es die Inder, ne? Und die Chinesen. Und das ist ja auch sozusagen ihr gutes Recht. Und also natürlich ist Klimawandel blöd. Ich glaube, man könnte oder man sollte und man wird irgendwann alles 100% aus erneuerbaren Energie machen können. Aber wir im Westen können ja den
den Indern, den Chinesen jetzt nicht sagen, ja, mach das jetzt mal auch sofort. Ja. Wir haben seit der Industrial Revolution, fing ja eigentlich in England an, der ganze Käse, die Welt verpestet im Westen. Die anderen haben halt auch ein Recht auf ihre Entwicklung, ne? Auf ihrer Zeitschiene. Ne? Deswegen, ja, schwieriges Thema. Eine Frage habe ich an Sie noch. Was ist Ihr Lieblingsgericht in Russland? Nee, also ganz ehrlich, ich stehe auf mediterrane Küche. Nein, also ganz im Ernst, meine Freundin ist ja Italienerin, Bologneserin und ich bin viel in meinem Haus in Toskana, also liebe italienische Küche. Russische Küche ist mir oft ein bisschen zu schwer, zu fettig, aber hier gibt es auch nette Gerichte. Ne? Also viele Suppen, ja, oder auch ein paar Fleischgerichte, aber jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt... Ich kaufe mir auch gerne mal ein Kilo Kaviar, schwarzen Kaviar, den kriege ich hier zu ganz guten Preisen. Aber ansonsten bin ich kein großer Liebhaber jetzt der russischen Küche. Ne? Wunderbar, also war ein sehr interessantes Gespräch, Herr Brandt, ja, also sehr, sehr faszinierend, das mal von jemandem zu hören, so aus erster Hand, der vor Ort ist, ja, also mich wirklich sehr faszinierend. Ja, sehr interessant. Ja, freut mich. Und wie gesagt, also im Moment müssten Sie mit dem PKW kommen oder über Istanbul fliegen. Wie ich, ist eine super Airline, das war eine gute Verbindung, Bologna, Istanbul, Moskau. Der Flieger war auch voll. Ansonsten gab es ja viele Flüge, London, Moskau, ne? Oder auch Griechenland wird ja auch angeflogen, nicht nur Zypern. Wenn Sie dann irgendwann mal nicht mehr mit dem Auto kommen müssten, also wann die Lufträume wieder geöffnet werden. Ich glaube, man muss sich mal ein Bild machen als Westeuropäer von Russland. Ich sage immer, also wer Lissabon und Moskau nicht gesehen hat, der ist eigentlich kein richtiger Europäer, weil das ist sozusagen die Spanne. Ne? Es ist eine tolle Stadt, wirklich unheimlich viel zu bieten und ich lebe sehr, sehr gerne hier. Okay, ja, danke fürs Gespräch. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ne? Ja, Herr Brandt, vielen herzlichen Dank. Machen's gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.